at Mérignac Airport. It's just close to Bordeaux. It's the southwest of France. It's a region which is famous for its wine, but also for the aeronautic and space companies. Hier ist der Airbus stationiert. Es ist der A310 Air Zero G der französischen Firma Novespace. Wir als DLR bieten deutschen Forschenden seit 24 Jahren den Zugang zu dieser Schwerelosigkeitsplattform an. Und der Parabelflug ist tatsächlich die einzige Plattform, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selber mit ihren Experimenten in der Schwerelosigkeit forschen können. In allen Fachbereichen gibt es Fragestellungen, wo man etwas untersuchen möchte, ohne dass die Schwerkraft einen Einfluss auf die Antwort hat. Und das kann man von der Erde aus nur in diesem Parabelflugzeug, wenn man dabei sein möchte als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Als Astronaut ist es sehr praktisch, wenn man vor seinem ersten Weltraumflug einmal die Schwerelosigkeit erlebt hat in so einem Parabelflieger. Auch den Übergang von Schwerkraft in die Schwerelosigkeit, dass er sehr plötzlich stattfindet, wenn man den einmal erlebt, wenn es einem den Magen so ein bisschen hebt, weil einen das dann einfach nicht mehr ablenkt, wenn man dann auf der wirklichen Rakete sitzt und man Wichtigeres zu tun hat. It's the only plane in Europe, and there are only 3 in the world who can perform this kind of maneuvers. Dieses Flugzeug hier wurde für diesen Zweck der wissenschaftlichen Parabelflüge extra umgebaut und mit diesen weißen Matten, die hier zu sehen sind, versehen. Das, was auf dem Boden hier angebracht ist, sind alles verschiedene wissenschaftliche Experimente. Wir kriegen pro Kampagne 10 bis 14 Experimente an Bord und die Experimente kommen aus allen Bereichen der Wissenschaft. Wir haben Humanphysiologie und Medizin an Bord, Biologie, Materialwissenschaften, Grundlagenforschung im Bereich der Physik und mehr auch Technologieerprobungen. We fly special maneuvers so that researchers and people inside the aircraft can feel microgravity, weightlessness. They are actually in weightlessness. Dazu geht das Flugzeug zuerst in einen Steilflug bis zum Winkel von ungefähr 50 Grad. Diese Phase dauert ca. 20 Sekunden und weil wir steil nach oben fliegen, haben wir dort auch eine sogenannte Hyperschwerkraft. Das heißt, wir sind fast zweimal so schwer wie unter normalen Bedingungen. The aircraft will be put in the 50 degrees nose up position. At this time it will be the injection point. Injection. Dann wird der Schub der Maschine fast komplett rausgenommen und das Flugzeug fliegt weiter auf der Flugbahn einer Parabel nach oben. Es fällt quasi nach oben bis zum Scheitelpunkt, ab dem es dann wieder nach unten fällt. Und das ist die Phase, worauf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinarbeiten. Das ist die Phase der Schwerelosigkeit. ...22 Sekunden Schwerelosigkeit. Das ist die Zeit, die zählt. Da müssen die Experimente funktionieren. Und dann zeigt sich auch, wie gut das Experiment vorbereitet ist und wie gut die Bedienung an Bord funktioniert, damit man die Daten erhält, die man später als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin auch gerne natürlich veröffentlichen möchte. Till the aircraft will be 45 degrees nose down. At this time it will be time for recovery. Pull out. Pull out. Wir haben dann wieder eine Phase von ca. 20 Sekunden, in der die erhöhte Schwerkraft zum Tragen kommt und danach begibt sich das Flugzeug wieder in den Normalflug, bis die nächste Parabel beginnt. And we will recover from 45 degrees nose down to level flight. Die Kampagne selber vor Ort hier in Bordeaux dauert 2 Wochen. Die erste Woche ist die Woche, wo die Wissenschaftler mit ihrem Experiment anreisen, das auf dem Boden aufbauen, dann wird es ins Flugzeug eingebaut und die Vorbereitungen werden getroffen und die zweite Woche ist dann die Flugwoche. Im Allgemeinen fliegen wir 3 Flugtage und an jedem dieser 3 Flugtage gibt es 31 Parabeln, also 31 Mal Schwerelosigkeit. Ja, ich bin hier im Spacebike-Experiment eingeschnallt, leuchte wie ein Weihnachtsbaum.
Der Grund dafür ist, dass wir ein Experiment machen, das zur Gehirnforschung dient. Das ist Grundlagenforschung in der Gehirnforschung. Der Zweck dahinter ist, dass wir eventuell Schlaganfallpatienten helfen können, schneller nach ihrem Schlaganfall wieder fit zu werden. Nebenbei hilft dieses Experiment übrigens auch meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die zum Mond und zum Mars fliegen oder vielleicht wir selbst irgendwann mal. Da gibt es ja das Problem, dass wir Vorgänge im Gehirn haben von Astronautinnen und Astronauten, die manchmal zum Beispiel Sehprobleme auslösen. Das ist noch nicht ganz verstanden. Und die Daten, die wir hier gewinnen bei dem Experiment, die können den Forscherinnen und Forschern natürlich auch helfen, dann vielleicht meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die zum Mars fliegen. Die meisten Flüge finden über dem Atlantik statt. Es kann aber auch sein, dass wegen Wetterbedingungen auf das Mittelmeer ausgewichen wird. In seltenen Fällen fliegen wir auch über der Bretagne über Land. This is also a responsibility of the captain is to find a good area to perform the flight. Because if you want to perform zero G, you need to be in an area without turbulence. Die Forschung, die auf den Parabelflügen gemacht wird, ist einerseits natürlich eine alleinstehende Forschung, andererseits eben auch vorbereitend für zum Beispiel Experimente auf der Internationalen Raumstation. Allerdings ist auch bei der Forschung natürlich immer ein Nutzen für den Menschen auf der Erde dabei. In der Medizin zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass wir natürlich vieles über die Reaktionen des menschlichen Körpers erfahren und wie er in der Schwerelosigkeit auf unterschiedlichste Fragestellungen, die untersucht werden, reagiert, generiert immer einen Erkenntnisgewinn. Und es ist sehr schön zu sehen, wie man hier auch mit diesen Experimenten auf dem Parabelflug immer an der Grenze des Wissens eigentlich sich bewegt. I always remember my first flight, and the first flight is always something very special. And you can remember it for years and tens of years afterwards. Perfect parabola. It's perfect parabola. First of all, the scientists are there to answer this question. For them, they want zero every time. Ist es einfach toll zu sehen, dass man dazu beitragen kann mit dieser Plattform, dass junge Menschen ihre wissenschaftliche Ausbildung zu einem guten und tollen Ende bringen, indem sie hier die Möglichkeit haben, Experimente durchzuführen, die man nirgends anderswo machen kann.